Flensburg, Germany, 6 in the morning. Bus driver Andreas Meng turns up for his shift as he does every day at this ungodly hour. He climbs into his bus and his shift begins. But is this really an ordinary bus? Or is there more to this vehicle than meets the eye? The next generation in public transport, maybe? It would be high time, with all the challenges facing public transport, deciding its future. How can you run a fleet economically in these times of soaring diesel prices? How can you improve public transport's image and persuade more people to switch from other ways of getting about? How would you go about reducing the danger of accidents, violence and vandalism effectively? A unique pilot project, Showcity Flensburg, aims at helping towards achieving these ambitious goals in public transport and turning a vision into reality. Every bus has been equipped with groundbreaking technology. We set out to find out how the system works on tour with Andreas Meng, our bus driver. Dozens of children have joined us on their way to school. Every so often, Andreas Meng's eyes dart across to a device known as an eco-performer as he calmly navigates the bus through Flensburg's morning rush hour. The Eco-Performer, as you might imagine, tells you how economic your driving style is. Mit dem Eco-Performer können wir auch Anreizsysteme für unsere Fahrer schaffen, vernünftig, effektiv zu fahren und so Geld fürs Unternehmen einzusparen. You can save 10 to 15% in costs just from using an Eco-Performer. But it doesn't end there. Encouraging our drivers to think ahead and drive considerately means fewer accidents. Bus safety plays an essential role in our Showcity project. Safety cameras have also brought us a noticeable drop in vandalism. Combinations with other components that act together intelligently, such as 3D guest counting using state-of-the-art stereo cameras and real-time online fleet management, increase the benefit, creating a complex system with synergy effects we'd never even have thought of. Did you have to reinvent the technology? Some of it made in Flensburg from the bottom up before you could integrate it into the system. Nein, wir haben die ganze Technik nicht neu erfunden, wir haben die nur intelligenter zusammengeführt, und zwar in ein integriertes System. Die ganze Technik hatte es schon vorher gegeben, aber standalone als Insellösungen. Und durch die intelligente Integration der Insellösungen ist es uns gelungen, der Hardwareanteil in etwa zu halbieren. Less hardware on board. This also means reduced cost and lower diesel consumption. Electrical power consumption inside a bus also affects its fuel consumption. Fewer devices means less fuel consumption. The entire system communicates in real time with the bus company's control center, so they can keep a constant eye on the whole fleet, bringing maximum efficiency within our reach. Also wir haben tagtäglich die Kontrolle, dass das System funktioniert. Das System kontrolliert sich selbst, und sollte eine Kamera nicht funktionieren, ein Wackelkontakt oder ähnliches, geht sofort ein E-Mail ins Depot, sodass der Werkstattmeister dann diese Kamera austauschen kann. Und das ist ein selbstkontrollierendes System, was sicherstellt, dass sämtliche Subsysteme dauerhaft auch zur Verfügung stehen. Andreas Meng has already benefited from it today. One of his headlamps isn't working. The control center has already passed the message on to a technician to fix the headlight during Andreas's lunch break. Time is money, and we're saving both at the same time. Cutting costs and increasing efficiency is one aspect benefiting the bus company in the Showcity Flensburg project. But what's in it for the environment? They're aiming to turn Flensburg into a carbon-neutral city by 2050 in the Klimapact Flensburg Climate Initiative. And Showcity Flensburg is one of the routes they'll be taking. Showcity Flensburg ist ein guter Baustein für den Klimapakt in zweierlei Hinsicht. Einerseits hilft es beim Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs effizienter zu werden. Dadurch, dass wir die direkte Rückkopplung für den Fahrer schaffen, sieht er sozusagen, wie er effizient fahren kann, und wir sparen Sprit und wir sparen Emissionen. Andererseits erhöhen wir deutlich die Attraktivität für den Fahrgast des öffentlichen Nahverkehrs. Wir haben ein zusätzliches Argument, was den Nutzer des Privat-PKWs davon überzeugt, es macht Sinn, diese Strecke
doch mit dem Bus zu fahren und nicht mit seinem Privat-Pkw. Es ist wichtig, dass wir einen gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr haben. Dazu gehören in Flensburg natürlich vor allem die Busse. Dann müssen sie nicht nur fahren, sondern auch irgendwie attraktiv sein. Attractiveness is the clincher in getting the townsfolk to switch to public transport. And safety also plays a major part here, as Mike Schlotfeldt points out as he starts work. First, he has to pass the interlock breath test for residual alcohol before he can switch on the ignition. The system is networked in a number of ways, and not just in the bus itself, as every bus automatically sends the data to the control center in real time for intelligent processing. Als einem guten Flottenmanagement sammeln die gesamte Informationen von sämtlichen Subsystemen. Wenn der Betreiber diese Informationen hat, kann er Kosten sparen. Er kann seine Flotte effizienter einsetzen und gleichzeitig den Fahrgästen einen besseren Service anbieten. Und das ist die Zukunft des ÖPNVs, dass wir mehr Intelligenz aus den Systemen rausbringen und die dann für Kostenoptimierung und bei gleichzeitiger Serviceoptimierung einsetzen. What about connections at the destination? Are there any traffic problems that might need attention? Monitors in the bus provide real-time information on travel time, together with news to make the trip more interesting. Apart from that, there's Wi-Fi available for every passenger, an increasingly popular service in this age of mobile communications. Unsere Fahrgäste haben einen immer höheren Anspruch, berechtigterweise, an der Leistung, die wir hier erbringen. Da zählt zum Beispiel auch zu eine Echtzeitinformation über Verspätung, über Umleitung, just-in-time Informationen an den Fahrgast zu bringen. Das können wir halt mit so einem System gewährleisten. Diesel savings, passenger comfort, safety. All these benefits are clear reasons as to what makes this investment worthwhile for the system. Neben der optimalen Fahrgastinformation haben wir durch das System die Möglichkeit bekommen, Werbung, Linien und Linienabschnitt genau zu schalten. Das generiert zusätzliche Einnahmen, die uns am Schluss helfen, unsere Fahrpreise günstig zu halten. The system more than pays for itself, reducing costs while increasing revenue. It all adds up. Wir gehen davon aus, dass wir in wenigen Jahren über Treibstoffersparnisse, über Schmierstoffersparnisse, über Ersparnis von Reifenkosten und über zufriedene Mitarbeiter und über eine wachsende Zahl von neuen Fahrgästen dieses Investment quasi zurückgeführt haben und im grünen Bereich sind. Evening has come. Weaving his way through the darkened streets, Mike Schlotfeldt is relieved at the constant additional safety that onboard CCTV provides. The bus company also appreciates this additional protection. Es ist völlig richtig, dass wir durch die eingesetzten Videosysteme die Möglichkeit haben, Vandalismus einzudämmen. Das ist auch sicherlich ein Kostenvorteil, aber vielleicht sogar zu vernachlässigen, wenn man dagegen setzt, dass sich der Fahrgast im Fahrzeug sicherer fühlt, dass sich der Busfahrer im Fahrzeug sicherer fühlt, weil es weniger Überfälle gibt, weil derjenige, der so etwas plant, genau weiß, er kann erkannt werden, es gibt Überwachungssysteme, es gibt Videosysteme und insofern glaube ich, wird es ein Gesamtbild, der ÖPNV wird sicherer, nicht nur für den Mitarbeiter, sondern insbesondere für die Fahrgäste. A long day is coming to an end in Showcity, Flensburg. There's no doubt that the project's success is not only due to the vision alone. Cooperation between everyone involved played a vital role. Die Frage ist, wenn wir uns weiter verbessern wollen, wie weit kommt der Einzelne? Ich glaube, wenn man große Schritte gehen möchte, dann schafft man das nur mit vielen Partnern zusammen, die an einem Schrank ziehen. Und das, glaube ich, beweisen wir hier gerade. That comes as little surprise, as Showcity Flensburg not only has an answer for all the issues facing public transport, it has a solution to benefit everyone. Passengers, drivers, the city, the bus company. Not to mention our climate. The year 1931 saw Germany's first central bus station open in Flensburg. A century or so later, we're seeing another revolution grow, near the Danish border. Die Idee des Klimapaktes gilt auch für das Konzept Showcity Flensburg. Wenn es in Flensburg funktioniert, dann kann das Modellcharakter sozusagen für sehr viel größere Städte, ja, für ganz Deutschland und ganz Europa bekommen. Mit diesem Projekt zeigt Flensburg auch ein Stück Innovation, Modernität
die Flensburg hat. Wir haben viele junge Unternehmer, die sehr viele spannende Dinge machen. Auch dieses Projekt kommt ja aus der unternehmerischen Landschaft. Und wenn Flensburg da zum Vorbildcharakter werden kann, mit Ausstrahlung, sag ich mal, über die Stadtgrenzen, vielleicht sogar über Landesgrenzen hinaus, ist das natürlich für uns auch ein Bringer. Mir geht das Herz auf bei dieser Innovation, weil ich glaube, dass wir einmal zeigen, dass wir an dem Standort Schleswig-Holstein und vor allem am Standort Flensburg, dadurch, dass wir die verschiedenen Player zusammengebracht haben, in der Tat innovativ sein können. Mich freut es, dass es im Verkehrsbereich stattfindet, weil der für Schleswig-Holstein von besonderer Bedeutung ist. Es zeigt aber auch die Innovativität der Unternehmen, die dahinter stecken, die Innovationskraft, die durch mittelständische Betriebe eingebracht wird. Auch das ist ein sehr, sehr wichtiges wirtschaftspolitisches Signal. For the European Commission, it's very clear that transport policy is not transport traditionally only. No, that has to do with climate change, CO2 emission, with safety, security and work conditions. And as I've been presented the Showcity Flensburg, that seems to be what it's all about. That's the way forward. We will follow it very closely because maybe Showcity Flensburg can become Showcase Europe.